Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir stehen vor einem neuen Fahrgeschäft, was gerade noch gebaut wird, und das im Fort Fun Abenteuerland. Was hier passiert und was ihr hier erwarten könnt, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ja, wir stehen in der nächsten Erweiterung vom Yakari-Land, im Tal von Yakari. Auf der anderen Seite sehen wir unsere Rutsche und die Pferdebreitbahn, und dann haben wir unseren Teig jetzt genutzt und dort bauen wir den neuen Wild Swing von A drauf. Warum habt ihr euch für einen Wild Swing entschieden? Wir denken, das ist ein perfekter Fit für unsere Hauptzielgruppe. Es ist attraktiv von außen beim Zuschauen, aber ist auch attraktiv für die Gäste. Kinder ab 90 cm dürfen alleine drauf, also dürfen es nutzen. Und trotzdem hat man in unserem Park, wir haben auch keine Schaukel mehr, also diese Art von Fahrgeschäft haben wir nicht mehr. Und deswegen war es schon relativ schnell klar, dass wir gerne mit diesem Fahrgeschäft uns erweitern wollen. Video werden die Leute erst sehen, wenn ihr schon viel weiter seid als Stand jetzt. Wie kann man sich das später vorstellen? Wie wird es aussehen? Wie wird es heißen? Was ist so die Idee hinter dem Geschäft zu den ganzen Yakari-Attraktionen? Wer die Geschichte von Yakari kennt, den kleinen Indianerjunge, der hat ein Totem. Also sein Totem ist der große Adler. Und jetzt haben wir mit dem Fahrgeschäft den Wild Swing, das ist auch schon im Namen ein Flügel darstellt, haben wir natürlich den Haken geschlagen und sind jetzt im Bereich Adler. Und man wird sich eben wie der große Adler über den Park erheben und den Schwung mitbekommen, wie wenn Yakari auf große Adler reitet. Ist das dann der Abschluss vom Yakari-Land oder habt ihr noch mehr vor in Zukunft? Ich sag niemals nie. Jetzt ist es erstmal der Abschluss für dieses Tal von Yakari. Wie man sieht, ist auch nicht mehr so viel Platz hier um uns herum. Wir werden die Landschaft noch neu gestalten, dann werden hier viele Sitzplätze entstehen. Aber mit diesen 3 Fahrgeschäften sind wir im Moment sehr zufrieden. Und dann haben wir noch viele Ecken im Park, die dann unsere Aufmerksamkeit bekommen in den nächsten Jahren. Wenn du den Park allgemein ansprichst, was erwartet die Besucher sonst noch in dieser Saison bei euch? Ja, wir haben ja noch renoviert im Bereich Rocky Mountain Rally. Da haben wir jetzt elektrische Autos angeschafft statt den Benzinautos. Wir hatten öfter Probleme in den letzten Jahren mit dem Alter der Autos und haben uns da eben neu aufgestellt. Was haben wir noch? Wir werden die Devil's Mine etwas renovieren in dem Innenbereich. Im Wartebereich haben wir neue Licht- und Soundinstallationen eingebracht, eine neue Storyline ein bisschen integriert. Wir haben ein bisschen an anderen Showkonzepten gearbeitet, die sind ein bisschen verbessert worden. Wir haben weitere Traktoren für unsere Traktorbahn gekauft. Wir haben hier und da im Hintergrund einiges gemacht, Transformatoren ausgetauscht, und da passiert relativ immer viel, das der Gast so nicht sieht, aber das soll alles der Zufriedenheit des Gastes entsprechend. Und so haben wir, unser Hauptproblem war in den letzten Jahren durch das Wachstum, das wir hatten, dass die Wartezeiten sich auch dementsprechend erhöht haben, und jetzt haben wir hiermit eine Kapazitätserweiterung. Unten an den Autos und den Trecker haben wir die Kapazität erhöht. Also gehen wir davon aus, dass die Wartezeiten sich reduzieren und der Tag bei uns noch schöner wird. Schönes Schlusswort, danke dir. Bitte.